Ich lag im Bett, hatte nur Albträume, wachte schweißgebadet auf. Wegen all dem Trauma, vor dem ich weggelaufen bin und Drogen sowie Alkohol benutzt habe, um zu fliehen. Es war, als wäre es an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Es war wie, okay, und ich hatte keine Wahl. Ehrlich gesagt, hätte ich mich nicht dafür entschieden. Ich wurde schreiend und tretend in all das hineingezogen. Ich möchte Jack Morgan in der Show begrüßen. Wie geht's, Jack? Mir geht's gut, ja. Unser Gespräch abseits der Kamera war wirklich schön. Absolut, mein Freund, absolut. Nun, ich schätze es sehr, dass du in die Sendung gekommen bist. Du hast eine einzigartige Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest. Es ist so etwas wie eine Nahtoderfahrung, aber sozusagen eine spezielle Art davon. Richtig, so etwas in der Art. Genau, ganz genau. Ja. Bevor wir ins Detail gehen, könntest du mir erzählen, wie dein Leben vor dieser Erfahrung aussah? Ja, also ich war Atheist, hatte Medizin studiert und arbeitete in der psychologischen Forschung. Ich interessierte mich nur für Fantasy-Filme, Sci-Fi und Ähnliches. Ich wünschte, all das wäre wahr, aber es ist nicht. Das war mein. Und dann, was hat dich dazu gebracht? Wie hast du überhaupt damit angefangen, wenn du nicht danach gesucht hast? Es hat wohl kaum an deine Tür geklopft und gesagt, Jack, du bist dran. Wie hat es angefangen? Ich meine, es war nicht weit davon entfernt. Eines Tages hat mir jemand einfach einen spirituellen Lehrer empfohlen. Und ich habe mir eines seiner Videos angesehen. Und ich schaute ihn an und dachte, warum leuchtet dieser Typ? Es war, als ob alles im Hintergrund einfach verschwand und er dieses Licht ausstrahlte. Als ich ihn ansah, wurde alles in meinem Kopf still. Und das faszinierte mich. Eines seiner Videos hieß, wie man aufhört zu denken. Ich fragte mich, ob Denken schlecht sei. Ich kannte das gar nicht als schlecht. Aber ich wollte es ausprobieren. Also setzte ich mich auf mein Bett und im Grunde habe ich das nachgemacht, was ich in Meditationsfilmen gesehen hatte, da ich es noch nie zuvor gemacht hatte, und folgte dem. Ich begann meine Gedanken zu beobachten. Zu meiner Überraschung wurden sie langsamer und hörten dann ganz auf. Komplett. Und an ihrer Stelle war nur ein Gefühl des Friedens. Ich sah mich in meinem Zimmer um. Alles leuchtete, mit einem ähnlichen Licht wie bei diesem Lehrer. Ich verharrte etwa 20 oder 30 Minuten in diesem Zustand, ohne jegliche Gedanken. Als ich zurückkehrte, war mein erster Gedanke, dass sich mein Leben ändern wird. Das war es, wonach ich immer gesucht habe. Und ich wusste nicht, dass es möglich war, in diesem Bewusstseinszustand zu sein. Ich hatte mit Drogen experimentiert, meistens um mit den Traumata aus meiner Kindheit fertig zu werden. Ich hatte einige psychedelische Erfahrungen, aber das hier war so viel sauberer und klarer und besser und es war kostenlos. Und ich kann einfach diesem Rat folgen und in diesen Bewusstseinszustand gelangen. Wer war der spirituelle Lehrer? Es war Eckhart Tolle. Oh, wirklich? Das ist interessant. Eka hat so eine interessante Energiestimme. Seine Stimme könnte dich einschläfern und das hat sie auch schon oft getan. Aber es ist eine so beruhigende Energie, dass es sehr schwer ist, in seiner Nähe aufgeregt zu sein. Es ist, als ob seine Energie dich einfach langsam, ruhiger macht. Alles verlangsamt sich um ihn herum. Ja, definitiv. Und er war der erste spirituelle Lehrer, dem ich wirklich begegnet bin. Ich hatte keinen Hintergrund oder so. Also dachte ich mir, was auch immer gerade mit mir passiert ist, offensichtlich weiß Eckhart, was es ist, weil er es ausgelöst hat. Also folgte ich eine Weile seinen Lehren, ein paar Monate lang, und dann empfahl er Ramana Maharshi in einem seiner Bücher. Also dachte ich mir, okay, wenn Eckhart denkt, dass dieser Typ echt ist, werde ich mich mit ihm beschäftigen.
Also schaute ich nach und fand dieses kleine Buch namens Nanya, das einfach die grundlegenden Lehren von Ramana Maharshi enthält. Und er erklärt, dass man seine Gedanken betrachten und hinterfragen soll. Wem entstehen sie? Wenn ein Gedanke aufkommt, fragst du dich, wem entsteht dieser Gedanke? Und es ist mir. Aber wer bin ich? Du bleibst fokussiert auf diese Frage. Ich bin jemand, der, wenn ich etwas entscheide, es zu 100% mache und komplett all in gehe. So habe ich es mit dieser Lehre gemacht. Und ich hatte nicht erkannt, wie kraftvoll diese Lehre ist und was sie bewirken kann. Letztlich löste sie eine Nahtoderfahrung in mir aus. Bevor wir auf die Nahtoderfahrung eingehen, aus der Sicht von jemandem, der an all das überhaupt nicht geglaubt hat, diese erste spirituelle Erfahrung zu machen, eine transformative spirituelle Erfahrung. Wie hast du es psychologisch verarbeitet? Wie hast du überhaupt beim ersten Mal verstanden, was passiert ist? Es war verwirrend. Und ich dachte, ich kann das niemandem erzählen, weil sie denken werden, dass ich verrückt bin, oder? Wie kann ich mit jemandem darüber sprechen? Aber eines Nachts habe ich mich betrunken und es einem Freund von mir erzählt. Wie man es eben tut, mein Herr, wie man es tut. Und ich zeigte ihm dasselbe Video, das ich gesehen hatte, und ich dachte, okay, das wird großartig. Er wird diese Erfahrung machen. Und es wird absolut erstaunlich sein. Es wird ihn umhauen. Das wird fantastisch. Und als das Video zu Ende war, sagte er nur, oh ja, das war cool. Und ich dachte, was meinst du mit, das war cool? Warum hatte er nicht dieses riesige Erlebnis? Das war echt schwer zu verarbeiten. Ich konnte nicht verstehen, warum es mir passierte und nicht anderen Menschen. Ich begann mit anderen Leuten zu sprechen, die Eckhart Tolles Lehren folgten. Und es passierte ihnen nicht. Ja, es war eine verwirrende Zeit. Es wurde noch verwirrender nach. Diese nächste Erfahrung. Also lassen Sie uns eintauchen. Wie war diese Nahtoderfahrung? Also, ich schlief und begann, viele luzide Träume zu haben. Ich denke, ich war so engagiert in die Meditation, dass mein Geist sehr klar wurde. Also war ich mir bewusst, während ich durch verschiedene Bewusstseinszustände wechselte, wie im Schlaf. Und in einem dieser Träume saß ein Lehrer vor mir. Und er sagte zu mir, richte deine Aufmerksamkeit, richte dein Bewusstsein auf deine linke Hand und dann auf deine rechte Hand. Also tat ich das. Und er sagte, die Hände sind verschieden. Linke Hand, rechte Hand. Ich so, ja, ich kann sie fühlen. Ich spüre den Unterschied. Dann meinte er, das Bewusstsein ist gleich. Und ich konnte das fühlen. Wie? Ich habe es erlebt. Wie? Oh mein Gott. Das Bewusstsein, das beide Hände wahrnimmt, ist dasselbe. Und diese Erkenntnis hat etwas in meiner Psyche oder in meinem Geist ausgelöst. Und es ließ den ganzen Traum in sich zusammenfallen. Und ich fühlte diese Drehung, als ob sich meine Wirbelsäule rückwärts drehen würde, in einem wirklich verrückten Winkel. Und dann dieses laute Knacken. Und plötzlich war ich in der Dunkelheit. Einfach Dunkelheit. In der Ferne ein Lichtpunkt, der anfing zu wachsen. Und als es wuchs, fühlte ich diese intensive Angst, als würde ich sterben. Absolut sicher, als würde ich sterben. Das ist das Ende. Aber gleichzeitig auch diese Ekstase, wie ein ekstatisches, angenehmes Gefühl. Und sie stiegen einfach weiter zusammen an. Und irgendwann konnte ich nur noch das Licht sehen. Aber ich spürte diese unsichtbare Schwelle vor mir. Und ich fühlte eine Einladung, sie zu überschreiten. So, als könnte ich, wenn ich wollte, ins Licht hinübergehen. Und ich dachte mir, auf keinen Fall werde ich das tun. Wenn ich in dieses Licht gehe, dann ist es vorbei. Ich bin tot. Ich spürte eine wohlwollende Kraft um mich, die mir einen Schubs gab, wie ein Elternteil einem Kleinkind, das ermutigt wird, das Richtige zu tun. Also ging ich ins Licht. Die Angst verschwand komplett, als wäre sie nie da gewesen. Alles, was ich erleben konnte, war diese Ekstase und goldenes Licht. Das war alles.
Ich war dort, weiß nicht wie lange. Zeit einzuschätzen ist schwer. Doch dann kehrte ich in meinen Körper zurück und spürte dieselbe Energie meinen Rücken hinauf und hinunter. Seitdem habe ich über Kundalini-Erweckung und Nahtoderfahrungen gelernt, von denen ich damals nichts wusste. Aber ja, es war sehr intensiv und danach hatte sich mein Bewusstsein verändert. Es war, als ob der Dimmerschalter stark aufgedreht worden wäre. Und plötzlich war ich mir all dieser Dinge bewusst, die mir vorher nicht bewusst waren. Wie Energie sehen und spüren zu können. Mit Gottheiten und Wesen aus anderen Dimensionen kommunizieren. Außerkörperliche Erfahrungen erleben, bei denen ich diese Wesen treffe. Dinge, die ich für Fantasy und Sci-Fi hielt. Doch sie geschehen. Das ist real. Das passiert wirklich. All diese Dinge sind echt. Das war also der große Schock für mein System. So nach dem Motto, Moment mal, ich bin Atheist. Nichts davon ist wahr. Warte mal. Das ist wirklich interessant, weil das ist, was diese Show in vielerlei Hinsicht tut. Sie erschüttert oft die Grundlagen der Überzeugungen der Menschen. Denn wenn man an ein Konzept glaubt, negiert es alles, was einem das ganze Leben lang erzählt wurde. Wie du glaubst, es gibt nichts anderes und dann plötzlich fällt etwas in deine Welt, das das Fundament deiner gesamten Existenz komplett zerstört, im Grunde genommen. Und all deine Glaubenssysteme waren damit verbunden. Und jetzt bist du wie, Moment mal, wenn das nicht wahr ist, muss ich diese neue Sache akzeptieren. Ich weiß nicht einmal, wie ich damit umgehen soll, weil ich keinen Bezugspunkt dazu habe. Das ist also so ähnlich wie diese Gespräche, die bei vielen Menschen manchmal genau das auslösen, weil es beginnt, Dinge in ihnen zu triggern und Fragen aufzuwerfen. So ist das auch bei dir passiert. Ja. Und ich denke, mit diesen Gesprächen, die wir führen und die du in deiner Show teilst, kommt eine Energie mit diesen Arten von Transformationen. Es hat Jahre gedauert, all das zu integrieren. Ich war 2,5 Jahre arbeitslos, die meiste Zeit im Bett, einfach die Energie sich setzen lassen. Es hat so lange gedauert, bis es in mein Bewusstsein integriert war und ich wieder ein relativ normaler Mensch wurde. Aber mit all diesen Dingen noch offen. Aber es gibt eine Energie, die damit einhergeht. Sobald du dort gewesen bist, resoniert dein Körper einfach damit, er überträgt sie. Und das breitet sich dann auf andere Menschen aus, durch Stimme, Klang, Bild und es wird Menschen erwecken. Es vibriert. Wie Bewusstseinssamen, die in ihnen sind, wässert sie und sie beginnen zu blühen. Ich habe gehört, dass bei solchen Erwachungen und Erfahrungen dein Körper vorbereitet sein muss, um damit umzugehen. Der physische Körper muss vorbereitet sein, um mit dieser Energie umzugehen. Es scheint, als ob du anfangs überlastet warst, weil du nicht 10 oder 15 Jahre meditiert hattest. Du hattest nicht langsam aufgebaut wie die Yogis über Jahrhunderte. Sie praktizieren und meditieren seit vielen Jahren. So ist ihr Körper bereit, um mit solchen Dingen umzugehen. Es klingt nicht so, als hättest du das gehabt. Die Vorbereitungszeit war sehr kurz und es scheint, als wärst du ein wenig überfordert gewesen, was dich Zeit gekostet hat, dich in den letzten 2,5 Jahren wieder einzuleben. Ist das fair? Das ist absolut korrekt, ja, 100%. Und ich sehe jetzt viele Leute, die einer Kundalini-Erweckung nachjagen. Und sie jagen verschiedenen Formen der Erweckung nach. Wenn du diese Vorbereitung gemacht hast, wie du darüber sprichst, ist das fantastisch. Ein großartiges Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Aber selbst wenn du diese Vorbereitung nicht getroffen hast, kannst du es trotzdem versuchen. Es ist eine freie Welt. Es ist deine Entscheidung, ob du das tun möchtest. Aber sei dir bewusst, dass Risiken bestehen. Das ist ein echter Schock für das System. Wenn dein Bewusstsein plötzlich stark ansteigt, wird es auf alles scheinen. Nicht nur auf die glücklichen, spaßigen Dinge. Es wird auf all das scheinen, was du dir nicht in deinem Geist wünschst. Und das. Genau so. Ja, genau. Und das ist mir passiert. Ich lag im Bett, hatte Albträume
wachte schweißgebadet auf, wegen all dem Trauma, vor dem ich geflohen bin, indem ich Drogen und Alkohol benutzte. Es war an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Es war als ob, okay, und ich hatte keine Wahl. Ehrlich gesagt hätte ich mich nicht dafür entschieden. Es war, als wäre ich schreiend und tretend in all das hineingezogen worden. Jetzt bin ich sehr dankbar. Jetzt, wo sich der Staub gelegt hat, mein Bewusstsein offen ist und ich mich gesünder fühle. Aber das war eine wirklich herausfordernde Zeit. Und es ist etwas, wovor ich warne, wenn jemand überstürzt ins Kundalini-Erwachen gehen will. Es ist wirklich faszinierend, dass du erwähnt hast, Psychedelika genommen zu haben und in den Pool des Universums einzutauchen. Könntest du den Unterschied zwischen der psychedelischen und der organischen Erfahrung erklären, um anderen zu helfen, die Distanz zu verstehen? Menschen suchen nach Erwachen und nutzen oft Psychedelika dafür. Ramdas hat Ähnliches gesagt, dass er immer wieder eintauchte, aber auch wieder zurückkehrte. Ich ging oft hinein und wieder hinaus, aber ich möchte bleiben, was durch das kurze Zeitfenster von Psychedelika verhindert wird. Wie du sagtest, ist es nicht einfach. Dann traf er den Maharishi und dachte, dass dieser immer dort war. Er wollte von ihm lernen und begann, dorthin zu gehen. Kannst du uns den Unterschied erklären? Ich denke, es geht um Reinheit. Und das meine ich nicht respektlos. Viele nutzen Psychedelika weise und reif, und es gibt definitiv einen Platz für sie. Ich habe sie nicht so genutzt. Ich war einfach so, okay, was kann ich nehmen, um zu entkommen? Was kann ich tun? Es ist rücksichtslos. So habe ich es gemacht. Aber für mich hatte ich nicht einmal wirklich Erfahrungen mit Gottheiten oder Ähnlichem. Einmal, als ich LSD genommen habe, wie das eine Mal, dass ich es genommen habe, als ich ausflippte, weil ich einen Flug nehmen musste und dachte, ich kann nicht auf LSD fliegen. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Lage für die TSA. Und ich erinnere mich, einen Baum gesehen zu haben. Diese Verbindung zu dem Baum spüren. Und der Baum sagte im Grunde, alles wird gut. Und ich dachte, oh Gott sei Dank. Ja, alles wird gut. Hat der Baum es gesagt? Der Baum hat es mir gesagt und ich habe es total geglaubt. Ich konnte es in mir fühlen und dachte nur, ja, alles ist in Ordnung. Ab diesem Moment war alles komplett in Ordnung. Aber jetzt erlebe ich das ständig mit Bäumen, wirklich ständig. Aber du bist mit einem anderen Bewusstseinsniveau verbunden. Das habe ich schon einmal gehört. Das habe ich schon von anderen Gästen gehört, die, wenn sie sich öffnen, durch Meditation, Kundalini-Erweckung oder Nahtoderfahrungen, ihr Bewusstsein so weit öffnen, dass sie Dinge sehen können, die andere nicht sehen, beginnen Dinge zu fühlen, die andere nicht fühlen und sich anderer Dinge bewusst sind, die andere nicht wahrnehmen. Sehr ähnlich. Und ich ziehe diesen Vergleich oft heran. Es tut mir leid, wenn jemand wütend wird, aber es ist mir egal. Es ist wie in der Matrix mit Neo. Du beginnst den Code zu sehen und verstehst, wie Dinge auf einer tieferen Ebene funktionieren. Du blickst hinter die Matrix. Ist das fair zu sagen? Ja, es ist eine der Dinge, die immer häufiger passieren, um ehrlich zu sein. Und es ist schwierig, das kurz zu erklären, aber ich war auf dieser Reise des Bewusstseins, wo ich anfangs diese großen, nach oben und außen gerichteten Erfahrungen hatte, wie außerkörperliche Erfahrungen. Ich traf Engel und all diese Dinge geschahen, während ich auf menschlicher Ebene wirklich kämpfte, wie in viel Schmerz war. Aber dann begann mein Bewusstsein herunterzukommen. Ich fühlte diese Abwärtsbewegung und es begann in mein Herz zu gehen und dann hinunter, durch meinen Bauch und ging einfach weiter hinunter, durch meine Füße und dann in die Erde und dann in das Herz der Erde. Und etwas geschah, wo ich den Geist der Erde wie unter mir die ganze Zeit fühlen kann. Und ich weiß, dass wir alle die Erde sind. Wir sind also
Ich sehe sie als diese höchste Gottheit, von der wir alle geboren wurden und in die wir alle sterben werden. Unsere Vorfahren und alles Leben auf der Erde entstammen ihr. Und ich kann das spüren im Geist unter mir. Und ich kann das auch im Kosmos fühlen. Ich hatte eine Erfahrung, bei der ich wieder begann, mich mit Drachen zu verbinden. Es ist, als käme ich aus diesem wissenschaftlichen Hintergrund, weißt du? Ich wurde zum Arzt ausgebildet. Und jetzt habe ich diese Erfahrungen mit Drachen und so. Und ich denke, das kann nicht real sein. Aber es ist einfach so real. Und sie sind diese immensen kosmischen Wesen. Und durch meine Verbindung mit ihnen und die energetischen Übertragungen, die sie mit mir teilen, beginne ich mich selbst als den Kosmos zu erkennen. Ich bin das Universum. Wir alle sind es. In dieser menschlichen Form existieren wir als Teil des Universums, wie Zellen im Körper des Universums. Wir können uns dem öffnen. Wir können mit uns selbst kommunizieren, was das Universum ist, auf eine Weise, dass der Informationsfluss viel gesünder wird, weil wir bereits alles wissen, was wir wissen müssen. So kann es einfach durch uns fließen und in uns heruntergeladen werden. Und dann zurück zur Idee der Matrix. Nun, dann. Erkenntnis ist wie Neo, der den Code erkennt. Es ist wie, oh mein Gott, das bin alles ich. Das bin alles ich. Das bin ich. Und es ist einfach umwerfend. Manchmal habe ich diese Erlebnisse, bei denen ich die Sonne auf meiner Haut spüre und denke, ich bin die Sonne. Ich weiß, dass ich die Sonne bin. Und es ist eine dieser Sachen. Es könnte ein bisschen banal klingen. Es ist leicht gesagt. Aber solche Erfahrungen zu machen, ist so tiefgründig. Und es berührt mich sehr. Ohne das, was du sagst, abzuwerten, könnte es für einen Laien außerhalb dieses Gesprächs so klingen, als wäre dieser Typ ständig high. Nach dem Motto, was rauchst du, was nimmst du? Alles, worüber du sprichst, klingt sehr nach, sie, Drachen. Jetzt rede ich mit Drachen. Ich rede mit Engeln. Und ich liebe es, das in der Show zu machen, weil ich bei dir bin, aber die Zuhörer. Aber wie dieser Typ klingt, als wäre er high. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, und ich bin sicher, dass du das schon mal gehört hast. Wie haben die Leute um dich herum, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen mit dem neuen Jack umgegangen? Denn ich nehme an, der neue Jack ist in der Öffentlichkeit sehr anders als der alte Jack. Wie sind sie damit umgegangen, wie ich? Ich ging in eine Phase. Ich war in der Rave-Szene, nahm Drogen und machte all diese Sachen, während ich in London lebte, als das passierte. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es einen Punkt gab, an dem ich aufhören musste. Es war, als müsste ich mich entscheiden. Willst du diesen Lebensstil weiterführen oder tiefer in den Geist eintauchen? Und ich dachte mir, ich will tiefer in den Geist eintauchen. Ich konnte das wirklich nicht aufrechterhalten, mit den Freundschaften, die ich hatte. Sicher. Ich wusste, dass ich unter Druck geraten würde, wenn ich ausging. Es gab Druck, als ich nicht ausgehen wollte. Leute waren beleidigt. Und so ist es, Mann. Ich muss überprüfen, wer meine Freunde sind. Denn was passiert, ist unglaublich. Und ich brauche unterstützende Freunde, richtig. Also ging ich in diese Phase der Isolation. Im Grunde für etwa 2,5 Jahre. Ich sah nur die Familie und einen engen Freund. Einen engen Freund, für den ich so dankbar bin, weil er tatsächlich aufgeschlossen genug war, dass ich ihm einiges davon erzählen konnte. Und er war so, okay. Ich dachte, das ist ein wahrer Freund. Aber seitdem musste ich umschalten und habe meine Freundesgruppen geändert, sodass ich jetzt mit Menschen zusammen bin, die viel offener für solche Dinge sind. Aber da sich jetzt alles beruhigt hat, bin ich einfach eine normale Person, trotz allem, was passiert ist. Also bin ich jetzt an einem Punkt, an dem ich im Grunde mit jedem befreundet sein kann. Richtig, aber willst du mit jedem befreundet sein? Die Frage ist, was bringt diese Energie in dein Leben und so weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt darauf an, weil ich eine Phase hatte, in der ich ein bisschen ein spiritueller Snob war.
die demütige spirituelle Person. Ich bin der Spirituellste. Du bist erbärmlich, Flügelchen. Ich habe das ewige Verständnis des Kosmos gefunden. Ja, ich bin mir dieser Situation sehr bewusst, als ich jünger war. Nur weil du eine kleine Wahrheit in einer Autobiografie eines Yogis gefunden hast, denkst du, ich bin so viel besser als all diese Leute. Das ist das Ego, der Ego-Pop, eine gefährliche Falle. Auf jeden Fall sehr gefährlich. Ja, damit kannst du wirklich dein Leben zerstören. Einfach Leute rauswerfen, die du nicht rauswerfen solltest. Ja, aber ja, das hat lange gedauert, um das abzubauen und wieder ein Gefühl für Normalität zu bekommen. Bei so einem plötzlichen Wandel. Ich dachte, oh, ich bin eine super erstaunliche Person und alles wird großartig und ich werde viele Illusionen haben. Bin ich Jesus? Ich denke, jeder. Bin ich Jesus? Bin ich zurückgekehrt? So weit wird das Ego irgendwann gehen. Sie denkt, bin ich Buddha? Bin ich Buddha und Jesus? Was? Ja, genau. Und ich habe solche Lehrer gesehen. Solche Lehrer, die sagen, Jesus hat 1000 spirituelle Einheiten an Macht oder so und ich habe 10.000. Oh mein Gott, die wirklich? Wie konkurrieren um die meiste spirituelle Macht im Universum, wenn das nicht die unspirituellste, egozentrischste Art ist, Dinge anzugehen, weil das genau das ist, was Jesus tat, als er auf der Erde wandelte. Er war so, ich bin so viel besser als ihr alle. Jesus, schaut, schaut, ich kann Wein aus dem Nichts machen. Ich kann angeln. Habt ihr die Fische nicht gesehen? Das ist faszinierend. Und auch jetzt, wo du ein bisschen öffentlicher damit umgehst, es ist anders, wenn man eine Gruppe von Freunden hat, aber du bist jetzt sozusagen aus dem spirituellen Schrank mit diesen Geschichten öffentlich, machst Interviews. Wie hat sich dein Leben danach verändert? Denn jetzt fragen sich Tante und Onkel, die vielleicht nichts von dir wussten. Was macht Jackie da? Wir sorgen um dich. Wir machen uns Sorgen um Jackie. Lass uns während der Feiertage darüber reden. Ich meine, das habe ich definitiv erlebt, vor allem von meiner Mutter. Sie sagte einfach, sie habe meinen Vater dazu gebracht, mich anzurufen, kurz nach meinem Kundalini-Erlebnis. Wahrscheinlich hatte ich ihr eine verrückte Nachricht geschickt. Also ruft mein Vater an. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 5 war, also sah ich ihn selten. Er sagt, ich verstehe, was los ist. Du hast Medizin und Psychologie studiert, um Körper und Geist zu verstehen, und jetzt interessierst du dich für Spiritualität. Um die Seele zu verstehen. Ich dachte, das ist Performance. Ja, das war mir nicht klar. Ich hatte diese Teile nicht zusammengesetzt. Und du könntest das hören, und wenn du eine enge Beziehung zu deinem Vater hast, könntest du damit resonieren. Du könntest es verstehen. Aber für mich war das völlig abwegig. Ich konnte kaum glauben, dass er mich so gut verstand. Und da gibt es ein ganzes Gespräch zu führen. Ich denke an die Seelen, die in Familien inkarnieren und die Beziehungen, die wir miteinander haben, wie mein Vater mich viel besser kennen könnte, als ich denke. Ich bin Vater. So könnte ich meine Töchter auf einer tiefen, 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 tiefen Ebene verstehen, selbst wenn sie in ihren 40ern sind. Ich werde sagen, ich erinnere mich an diese eine Zeit, als du aufgewachsen bist. Oder sogar auf einer erfahrungsmäßigen und seelischen Ebene. Man könnte einfach sagen, oh, es gibt eine Art, die Eltern manchmal haben. Sie sind wirklich nah dran, dir Dinge zu zeigen, die direkt vor deinen Augen sind, weil das so offensichtlich ist. Bis ich das auch nicht bemerkt habe, bis du es gerade gesagt hast, dachte ich natürlich, das ergibt vollkommen Sinn. Es ist interessant, wie viel durch Familien weitergegeben wird. Je mehr ich mich mit der Erde und der Ahnenforschung beschäftigt habe und die Verbindung des Geistes zu den Ahnen verstanden habe und dieses ganze Thema, desto mehr wird mir klar, wie viel ich von ihm geerbt habe. Er ist ein sehr sensibler Mensch und in seinem Leben hatte er nicht wirklich die Möglichkeit, sich damit so zu beschäftigen, wie ich es getan habe. Aber ich sehe wirklich die Ähnlichkeiten und die Resonanz davon.
Und es gibt etwas wirklich Schönes daran, das zu sehen, besonders für mich, der aus einem zerrütteten Zuhause kommt, wo es sich nie wirklich so anfühlte, als wären wir eine echte Familie und dass ich echte Eltern hatte. Diese Verbindung zu spüren und zu erkennen, wie entscheidend sie waren, mich in diese neue Lebensform zu bringen, in der ich mich jetzt befinde, wofür ich wirklich dankbar bin. Es ist sehr heilend. Es hilft mir zu vergeben für die vielen Schmerzen, die sie mir bereitet haben. Ja, wir alle durchleben diese Schmerzen, mein Freund. Ich denke, ja, wir sind hier unten. Ich denke, wir melden uns dafür an. Wir melden uns für Schmerz, Leiden, Konflikte und Kämpfe an. Ist das nicht irgendwie der Sinn des Ganzen? So lernt man. Es ist nicht schön, es fühlt sich nicht gut an. Ich finde, man lernt nicht viel, wenn man am Strand in Hawaii eine Pina Colada trinkt. Man lernt, dass die Pina Colada bei dieser Temperatur besser schmeckt als bei einer anderen. Es stimmt aber, und daran arbeite ich jetzt mit Menschen, wie man Schmerz integriert und wie man in die Unterwelt geht und all das zu integrieren. Denn, wie ich schon sagte, das Licht wurde aufgedreht und alles begann an die Oberfläche zu sprudeln. Es war wirklich überwältigend. Aber es hat mir viel beigebracht. Viel darüber, wer ich bin und wie fähig ich bin, diese Wunden zu heilen. Und dass es möglich ist, selbst Dinge zu heilen, die wir für unheilbar halten. Und jetzt bin ich so vertraut damit, in die Unterwelt zu gehen und meinen Schmerz zu fühlen, dass ich ziemlich leicht hindurchgehen kann. Ich weiß, dass es ein Ende geben wird. Ich weiß, dass es Geschenke geben wird, die daraus resultieren. Wenn du Unterwelt sagst, weil das ein auslösendes Wort ist, könnte es viele verschiedene Dinge bedeuten. Du meinst im Grunde die innere Welt der Dunkelheit in dir, die Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst, den Müll, das Trauma, den Stress, all das Zeug, das du dein Leben lang mit dir herumgetragen hast, dass du in diese Welt gehst und sagst, okay, wer ist als nächstes dran? Lass uns dich ans Licht bringen, lass uns dich hochholen und so weiter. Aber dir wurde alles auf einmal entgegengeschleudert und du musstest alles auf einmal verarbeiten. Und deshalb warst du 2,5 Jahre isoliert. Ja, und jetzt, wo ich genauer hinsehe, betrachte ich Dunkelheit als ein Problem, das behoben werden muss. Und so gehe ich rein und tue, was nötig ist, sonst wird es Konsequenzen haben. Ich akzeptiere es. Doch diese Beziehung hat sich im Laufe der Zeit verändert, wo ich die Göttlichkeit in der Dunkelheit erkenne. Also die Dunkelheit selbst als göttlich und erleuchtet in sich. Es ist schwer zu beschreiben, aber es hängt mit dem zusammen, was ich über den Abstieg des Bewusstseins gesagt habe. Vom Sein, oben im Himmel, wenn du willst, bis hinunter in die Unterwelt zu gehen. Ich sehe, dass sie alle miteinander verbunden sind. Wie? Sie fließen alle ineinander. Etwas, das ich oft bei Menschen sehe, ist, dass sie sich auf das Licht fixieren und auf den Aufstieg und diesen Teil der Reise des menschlichen Daseins. Und insgeheim versuchen sie vor der Unterwelt und der Dunkelheit dort zu fliehen. Aber wir können dort tatsächlich ein Zuhause finden. Wir können ein Zuhause in der Unterwelt und erkennen, dass es ein sehr reicher Ort ist. Es ist wie wirklich fruchtbarer Boden. Und wir können Träume säen in diesem Boden, damit es erschaffen werden kann, als unser Leben. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir diese verschiedenen Teile von uns verbinden können, um Schöpfer zu werden. Ich habe das Gefühl, dass wir hier sind, um Schöpfer zu werden. Nun, um fair zu sein, ohne das Trauma, die Kämpfe, den fruchtbaren Boden, könntest du nicht der sein, der du jetzt bist und die Arbeit tun, die du jetzt tust. Ich hatte Traumata, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, die mich dazu gebracht haben, diese Art von Arbeit zu machen. Als Podcaster versuche ich Menschen zu helfen, tiefgehende Gespräche zu führen, egal in welchem Bereich ich tätig bin. Alles begann mit einem Trauma, bei dem ich sagte, ich kann nicht zulassen, dass jemand anderes durch das geht, was ich durchgemacht habe.
Ohne diesen dunklen Boden gäbe es diese Show nicht. Wenn du diese Kämpfe und Traumata so betrachtest, ich meine, ich kenne Leute, die riesige Traumata in ihrem Leben hatten, ob physisch oder psychologisch als Kind, aber jetzt, ohne das, würden sie nicht die Arbeit machen, anderen Menschen zu helfen, wie sie es tun. Deshalb muss man irgendwie durch das Feuer gehen, um anderen Menschen zu helfen, die durch das Feuer gehen. Es ist sehr schwierig. Man könnte es auf einer intellektuellen Ebene tun, aber man muss wirklich dabei sein. Es ist wie ein Alkoholiker, der nüchtern ist, kann einem anderen Alkoholiker helfen, nüchtern zu werden. Es ist sehr schwierig, einen Alkoholiker oder jemanden, der süchtig ist, der nie süchtig war, verstehen zu lassen, was sie durchmachen, weil es intellektuell etwas ganz anderes ist, als es zu fühlen. Würdest du zustimmen? Absolut. 100%. Ich habe heute Morgen mit meinem Mitbewohner über meine Mutter und die Schwierigkeiten, die ich mit ihr hatte, gesprochen und darüber, wie wütend ich immer noch auf sie sein kann, aber dass sich etwas ändert, weil ich die Geschenke sehen kann, die sie mir gegeben hat, wie dass das Trauma selbst ein Geschenk ist. Und je tiefer wir in diese Erkenntnis eintauchen, desto weniger Widerstand spüren wir gegenüber Trauma, Schmerz und Leid. Das hängt mit buddhistischen Lehren zusammen, die besagen, dass man einfach vollständig akzeptieren sollte, es als Geschenk zu sehen. Rumis berühmtes Gedicht über das Offenhalten der Tür und das Akzeptieren von allem, was kommt und geht, hat auch etwas Wahres. Doch wir sind stark konditioniert zu glauben, dass Leiden schlecht ist und bekämpft werden muss. Diese Spannung gegen das Leben ist in unseren Körpern gespeichert. Aber je mehr wir uns öffnen und je weniger wir widerstehen, desto mehr fließen die Ströme des Lebens durch uns. Das hilft uns, uns mit dem Geist, mit unserer Mutter Erde, mit dem Kosmos zu verbinden, auf Weisen, die unser Leben wirklich bereichern, weil ich das Gefühl habe. Oft versuchen diese Kräfte uns alles zu geben, was wir brauchen, und wir widerstehen, weil wir nicht wirklich verstehen, was passiert. Als du vorhin über deine Astralreisen und außerkörperlichen Erfahrungen gesprochen hast und Gottheiten getroffen hast, frage ich mich, wie war das beim ersten Mal, als du das erlebt hast? Erinnerst du dich ans erste Mal? Beim ersten Mal, als du deinen Körper verlassen hast, warst du so wie, hey Jesus, was machst du hier? Hast du nichts Besseres zu tun, als mit mir abzuhängen? Oh, warte mal, bin ich du? Tut mir leid. Ich werde allen sagen, dass ich du bin. Ich würde sagen, danke für jetzt. Ich weiß, es ist wahr. Ich bin du. Richtig? Richtig, Buddha? Nein. Wie war das erste Erlebnis, mein Freund? Es fühlte sich irgendwie normal an, weil ich einfach im Moment war. Also war ich schon in dieser Energie. Und ich wurde von einigen Wesen aus meinem Körper genommen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich umsah und diese hyperlebendigen Farben sah, wie diese Grüntöne und Violetttöne, die im normalen Leben nicht existieren. Und ich sah diese kleinen Blasen, und in ihnen waren Menschen, und ich fühlte diese wortlose Kommunikation, als ob ein Wesen mit mir sprach. Aber ich wusste einfach, was sie sagten, und sie sagten so etwas wie, oh, das sind Menschen in Träumen. Als ob sie einfach in Träumen wären. Also brachten sie mich aus diesem Ort heraus und nahmen mich mit nach oben. Dieses Gebiet sah aus wie ein Dorf. Mein Verstand konnte nicht begreifen, was ich sah. Also sah ich es auf eine Weise, die ich verstehen konnte. Und was ich sah, war ein Dorf voller verschiedener Kreaturen aus Fantasy-Romanen im Grunde. Die Wesen brachten mich zu einem Marktstand, wo mir eine Person den Gegenstand übergab und erklärte, dass nur ein Mensch ihn tragen könne. Das war also der Grund für meine Anwesenheit dort, mein Job. Danach führten sie mich zu einem Wasserbecken und baten mich, den Gegenstand ins Wasser zu legen, was ich tat. Ich habe seitdem viel darüber nachgedacht und ich glaube, was da passiert ist, diese höheren Reiche, sie brauchen Eintrittspunkte, wo sie ihre Weisheit geben können, wo sie Wissen herunterladen können. Und ich denke, was ich getan habe, war,
Inspiration in jemandes Traum zu bringen. Und ich denke, es musste durch die Hände eines Menschen geschehen, weil es in einen menschlichen Geist ging. Das ist meine Theorie. Interessant. Ich möchte dich fragen, denn bei solchen Gesprächen gibt es Menschen, die bereit sind, es zu hören, und es gibt Menschen, die es nicht sind. Um es milde auszudrücken, was würdest du jemandem sagen, der das hier sieht? Übrigens, wenn du immer noch zusiehst, solltest du vielleicht ein wenig nach innen schauen, Bruder oder Schwester, denn bevor du das negative Zitat oder den Kommentar hinterlässt, bei diesem Video bist du so lange geblieben. Warum bist du so lange geblieben? Was fasziniert dich an diesem Gespräch? Und also, was würdest du jemandem sagen, der einfach sagt, das ist Quatsch, dieser Typ ist immer noch auf einem Trip. Ich nehme auch Drogen, solche abwertenden Worte, weil sie es entweder nicht verstehen, diese Informationen nicht begreifen können oder nicht einmal glauben können, dass das überhaupt real sein könnte, weil es dann ihr gesamtes Fundament zerstören würde. Und das ist verdammt beängstigend, so wie es für dich war. Was würdest du dieser Person sagen, die immer noch zuhört und glaubt, dass das kompletter Blödsinn ist, wenn ich einen Begriff aus deiner Welt verwenden darf, Sir? Ich weiß, ich schätze es. Ich habe es bemerkt, ich habe es bemerkt. Also würde ich Sie bitten, sich zu erinnern an eine Zeit aus Ihrer Kindheit, als Sie Staunen empfanden. Versuche dich an eine Zeit zu erinnern, als du Staunen empfunden hast. Vielleicht warst du ein Kind, bist herumgelaufen und hast gespielt und hast zu den Sternen hinaufgeschaut und warst einfach überwältigt. Dann hast du mit deinen Freunden darüber gesprochen, was da oben sein könnte, und dein Geist war offen. Es gab alle möglichen Möglichkeiten. Vielleicht gibt es andere Erinnerungen, die du schon lange nicht mehr gedacht hast. Wie als du einen imaginären Freund hattest und seine Gesellschaft wirklich genossen hast und mit ihm gespielt hast. Denn dies sind Tore zu einer Art Bewusstsein, das sich wieder öffnen kann, damit du dies selbst erleben kannst. Und wenn du anfängst, dies selbst zu erleben, du wirst erkennen, dass die Welt kann sich wie ein wirklich einsamer Ort anfühlen. Doch überall gibt es Unterstützung und Liebe. Wir müssen uns nur erinnern und zur kindlichen Unschuld und Neugier zurückkehren, um uns wieder zu öffnen. Mein Freund, das war wunderschön. Ich schätze das sehr. Hoffentlich hilft das einigen Zuhörern. Jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen. Stelle ich allen meinen Gästen. Wie definierst du ein erfülltes Leben? Ich denke, es bedeutet, man selbst zu sein. Sei wirklich du selbst, ohne dich für andere zu verändern. Du bist im Fluss des Lebens, exakt so, wie du geboren wurdest. Folge diesem Weg bis zum Ende. Das ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Wenn du in eine Zeitmaschine springen und in die Vergangenheit reisen könntest, Sprich mit dem kleinen Jungen, der früher. was würdest du ihm raten, um zu werden? Ich sage ihm, alles ist echt. All diese Dinge, die du in Büchern und Filmen für erstaunlich hältst, sie sind alle real. Die Menschen um dich herum werden dir nicht glauben und versuchen, dich zu überzeugen, dass es nicht wahr ist. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Halte dein Herz offen, egal was passiert. Wie definierst du Gott? Das ist eine große Frage, also stimme ich mich auf Dinge ein, um eine Antwort darauf zu geben. Wie definierst du Gott? Was ich tue, ist, dass ich mich einfach auf die Frequenzen davon einstimme, weil für mich Gott der gegenwärtige Moment ist. Also ist der beste Weg für mich, diese Frage zu beantworten, mich auf diese Energie einzustimmen, damit die Menschen selbst fühlen können, was das ist. Und ich habe das Gefühl, es ist dieser völlig bewegungslose, zeitlose Teil von uns, der immer hier ist und in dem alles entsteht und zurückfällt. Es ist also wie perfekte Sicherheit, weil es völlig autark ist und nichts benötigt.
Das ist eine gute Antwort, Sir. Was ist der ultimative Zweck des Lebens? Ich denke, es ist einfach zu sein. Das ist die Antwort. Der Sinn des Lebens ist es, einfach zu sein. Es gibt jedoch weitere Aspekte wie eine Art Verspieltheit. Es ist wie ein Künstler zu sein. Der Künstler zu sein, der malt, was auch immer der Künstler malen möchte. Oder der volle Ausdruck jeder Möglichkeit zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass das Leben kein Ende hat. Es hat keinen Endpunkt. Es gibt also nur diesen ständigen Tanz, diesen endlosen Tanz. Und wir könnten dem einen Zweck geben, wenn wir wollen, aber wir könnten es auch zwecklos machen. Es muss keinen Zweck haben. Es kann einfach sein, weil es ist. Und wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren, mein Freund? Ja, also nach all diesen Erfahrungen mit Göttinnen und Drachen habe ich eine Schule für Göttinnen und Drachenmagie gegründet. Sie heißt Myri Sing Rose. Die Website ist www.myrisingrose.com. Und haben Sie abschließende Botschaften für das Publikum? Ja, also das erste ist, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist Teil unseres lebendigen Kosmos und unserer lebendigen Welt, die Milliarden Jahre alt ist. Und du spielst deine Rolle in einer Geschichte, die so alt ist und die weitergehen wird. Also dein Leben ist immenser. Weil du nahtlos ein Teil davon bist. Egal, was in deinem Leben passiert. Versuche dich daran zu erinnern. Versuche dich an den größeren Zusammenhang zu erinnern. Und fließe so gut es geht mit. Wir erleben eine enorme Transformation im menschlichen Bewusstsein und müssen füreinander da sein und uns bestmöglich unterstützen, um uns zu erinnern, wer wir wirklich sind. Jack, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hilft jemandem da draußen und schätze deine Arbeit, um diesen Planeten zu erwecken, mein Freund. Nochmals vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.